Hallo meine Lieben, heute schon der 4. Tag zur Brothers Sketch. Erster Tag war die Maschine, zweiter Tag das Zubehör, am 3. Tag hatten wir die App und heute wird es eben ein bisschen kreativ. Das heißt, wir gucken uns verschiedene Dateien an, das heißt das Applizieren. Wir gucken uns ITH-Dateien an, das heißt In-the-Hoop-Dateien und ja, mal gucken, was mir da sonst noch so in den Sinn kommt. Das heißt, heute wird es kreativ. Mehr dazu auch gleich nach dem Intro. Die Designs, die ich heute verwenden werde, habe ich euch gestern quasi schon im Video gezeigt, wo ich euch die Aspira-App gezeigt habe. Und da hatte ich ja einen Spruch nachgezeichnet und genau den will ich hier bei meinem Hoodie hier in dem Bereich aufbringen. Ich habe drunter ein Wegreißvlies und mittlere Stärke. Und habe das Ganze so aufgespannt, dass ich das trotzdem noch in die Maschine reingeben kann. Kann ich sagen, hier erledigt. Und was ich jetzt machen will, ist, dass ich gucke, wo ich das hier platzieren muss. Das heißt, ich gehe hier schon mal auf Übertragen. Dass es das annimmt. Ich versuche hier so ein bisschen Ton in Ton zu gehen, das heißt, ich habe oben so einen hellblauen Faden und der Faden ist bei mir weiß. Jetzt kann ich zum Layout gehen und da auf die Kamera tippen. Dann sage ich Rahmenscan und halte den so drüber, dass er den erkennt. Dann gebe ich das hier so ein bisschen hoch, weil genau so soll es quasi entlang gehen. Der Hoodie hier sollte nirgendwo drunter gehen, das heißt, ich gehe mit dem Arm hier zwischendurch rein. Das heißt, der Rahmen ist drin. Oberfaden habe ich schon eingespult. Und ja, dann kann ich sagen, erledigt. Jetzt führe ich hier einen Test durch, einfach damit ich gucken kann, ob das auch funktioniert. Sage ich okay. Und jetzt will er eigentlich mit Weiß anfangen. Und wenn ihr hier, also ich will das Weiß will ich nicht. Das heißt, ich gehe hier drauf und gehe so weit nach vorne. Ich gebe das mal in Schwarz und dann sage ich zum Anfang der ausgewählten Garnfarbe. Und dann kann ich hier sagen erledigt, weil dann sollte er jetzt eigentlich nur schwarz sticken. Jetzt versuchen wir das mal. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. Das Gute ist, wenn er einen Fehler hat, dann sagt er euch auch, was passiert ist. Ich muss jetzt hier zum Beispiel den Faden neu einfädeln, den Oberfaden. Den hat es gerissen, gefühlt beim zweitletzten Stich quasi. Kann ich sagen, okay, gelöst. So, wunderbar. Wir sind fertig. Das Ganze hat 20 Minuten gedauert und es sieht ganz ehrlich gesagt im Moment noch nicht wirklich so toll aus. Deshalb nehme ich das jetzt runter. Löse das aus dem Rahmen raus und nehme da die ganzen Fäden noch raus, weil es hat überall quasi jeden Buchstaben einzeln gemacht. Dann gucken wir uns das nochmal an. Und so sieht das Ergebnis aus. Ich wollte das so ein bisschen selbst, also von Hand geschrieben aussieht. Noch einen Faden, merke ich gerade. Ja, aber es ist fast nicht lesbar, von dem her wäre besser gewesen, wenn man das Ganze
so gemacht hätte, dass man es größer gemacht hätte oder dass man eben eine Schrift aus dem Programm rausgenommen hätte und nicht hier das mit dem Nachzeichnen. Also Semi-Erfolg, sagen wir es mal so. Und das Vlies hinten kann ich jetzt einfach rausreißen und hinten kann ich jetzt ganz einfach einen Silk Protect drauf machen, weil das ist genauso auf meinem auf dem Knochen drauf. Von dem her wäre das nicht angenehm, wenn man da die ganze Zeit die Reibung hätte. Genau, das war somit mein erster Versuch. Da das bedingt gut funktioniert hat, nehme ich jetzt gleich auch noch das zweite Design, was ich selber oder was ich nachzeichnen habe lassen. Und da werde ich einen Patch machen, das heißt, ich habe hier Patchstoff und ich nehme das Filmoplast. Und bevor ich das in den Rahmen reinmache, reiße ich hier einfach kurz das so ein bisschen ein, lasse es wieder runterfallen und kann man das hier schon auf den Rahmen drauf machen. Wunderbar gespannt und jetzt kann ich das hier auch einfacher wegreißen. Das heißt, ich kann hier meinen Patchstoff drauf machen. Und ich habe da ja einen Patch, der schwarz-weiß ist. Das Weiß werde ich aber nicht sticken, sondern nur das Schwarz. Das heißt, ich habe schon den schwarzen Oberfaden eingespult. Und jetzt können wir das Design quasi noch laden. Ich habe mir einfach angeguckt, wie groß das Ganze ist und habe das Stück dann entsprechend zugeschnitten. Kann ich sagen, erledigt. Kann sagen, okay. Erledigt. Und gehe ich mal hin und übertrage das. Und jetzt mache ich hier auch ein Foto von, damit ich dann weiß, wo ich das platzieren muss. Wunderbar, dann sehe ich das hier drauf auch und kann den Teddy entsprechend mittig drauf platzieren. Sage erledigt, sage nochmal übertragen. Müssen wir hier den Rahmen noch reinmachen. Bobbin haben wir drin, Rahmen haben wir drin und Oberfaden ist auch eingespannt. Kann ich sagen, erledigt. Das brauche ich jetzt nicht durchzuführen, weil ich weiß, dass es Platz hat. Abbrechen. Sticken, starten. Und jetzt mache ich das auch wieder so, dass ich hier zur schwarzen Farbe gehe, sage am Anfang der ausgewählten Farbe, und zwar schwarz. Und dann springt er hier schon nach vorne und ich kann auch schon sagen, loslegen. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a... So, der ist jetzt im Vergleich zum vorigen Ergebnis gar nicht mal so schlecht geworden. Ich befreie den jetzt kurz noch von den überstehenden Fäden und schneide ihn weg, also schneide ihn aus am Rand ringsherum und dann zeige ich euch das Ergebnis noch. Und so sieht mein kleiner Patch aus. Natürlich ist das nicht so schön, wie wenn jemand eine professionelle Datei daraus macht. Das heißt, das Ganze puncht, aber jo, für so Nachzeichnen finde ich das eigentlich ganz süß. Und dadurch, dass ich den weißen Faden weggelassen habe und es nur mit Schwarz gemacht habe, waren es dann anstatt 48 Minuten, waren es nur 27 Minuten. Ja, hier so das als Idee für einen Patch. So, nachdem ich gestern ja nicht so richtig einen erfolgreichen Lauf hatte, dachte ich, ich mache kurz Pause und starte heute mit neuem Elan.
Ich habe hier schon Ausreißvlies drauf gemacht und den Markierfaden, das heißt, ich habe einfach eine Farbe, die ich sehr wahrscheinlich sonst nicht so oft verwende, nehme ich ganz einfach, um zu markieren. Die Datei, die ich zuerst mache, ist eine In the Hoop-Datei. Ich sage euch jetzt das Bild hier nicht, sondern ihr seht dann das Ergebnis und dann könnt ihr dann gucken, ob das so aussieht wie die Datei, die im Online-Shop ist. Es ist eine Datei vom Stickherz. Und eben eine In the Hoop-Datei, die besteht aus zwei quasi Dateien. Eines ist das Krönchen, das mache ich jetzt zuerst. Da habe ich hier so ein kleines Krönchen in der Mitte und sage übertragen. Das annehmen und dann wie immer eben Unterfaden, Rahmen, Oberfaden habe ich alles gemacht. Kann ich sagen, erledigt. Rahmen abfahren muss ich nicht, weil das weiß ich, dass das passt. Und dann kann ich sagen, Sticken starten. Da halte ich hier kurz den Faden fest. Und alles, was er jetzt gemacht hat, ist quasi mir anzuzeichnen. Ich nehme euch hier kurz ein bisschen näher ran. Ist ja wahrscheinlich von der Farbe ein bisschen doof, aber hier ist jetzt ein Krönchen drauf. Und das zeigt mir an, wie viel Material ich brauche. Ich werde das Krönchen aus einem dünnen Kunstleder machen. Und da schneide ich mir jetzt ein Stück aus, das genug groß ist, damit es hier drauf passt. Und nur zu sagen, ihr braucht dann davon 2 Stück, weil wir machen das dann auch von hinten noch fest. Das heißt, ich lege das jetzt hier drauf, damit ich alles abdecke. Muss ich noch kurz den Faden wechseln. Ich mache das jetzt sicherheitshalber einfach kurz mit ein bisschen Malerkrepp fest. Na? Damit das hier dann nicht verrutscht. Und ich da vor allem nicht mit den Fingern dran muss. Weil ich kenne mich ja. Wenn was passieren kann, bin ich das. So. Das heißt, hier kann ich wieder entsperren. Und in der App drin sehen wir auch eben, dass, also ich habe hier 2 rosa, ich werde es aber mit demselben machen. Es geht jetzt darum, dass er das als erstes mal festmacht und dann muss ich von unten das Gegenstück noch dran machen. So, dann müssen wir den Rahmen runternehmen. Und dann sehe ich hier auf der Rückseite, wo das Krönchen sitzt. Und da mache ich jetzt das zweite Stück auch drauf und klebe das hier auch wieder fest. Diesmal versuche ich nicht dahin zu kommen, wo das Krönchen genäht wird. So. Und so kann ich das wieder einspannen. Und dann kann ich gleich sagen, weiter. Dann habe ich hier auch schon mein Krönchen. Dann kann ich das aus dem Rahmen rausnehmen und das auch entsprechend ausschneiden kurz. Und so habe ich hier auch schon mein kleines Krönchen vorbereitet. Als nächstes nehme ich den Filmerplast. Den habe ich auch schon ein bisschen angerissen, damit das Rauslösen dann ein bisschen einfacher geht. So, dann haben wir hier die Klebefläche und das lasse ich jetzt auch schon besticken, damit ich weiß, wo ich den ersten Stoff drauf machen muss. Dann kann ich hier meine zweite Datei nehmen und die übertragen. Ganz vergessen, den Faden einzuspulen, wäre auch nicht schlecht, ne? Und hier gehe ich jetzt schon die Sticken starten. Das hätte eigentlich immer einen Markierfaden. Ich werde jetzt das Braun verwenden, weil das verwende ich relativ oft. Und damit ich hier nicht die ganze Zeit einen Fadenwechsel machen muss. Aber naja, ihr macht das so wie, also in der Datei ist es eine andere Farbe zum Markieren. Ich mache das jetzt so.
Dann kann ich den Rahmen rausnehmen. Und jetzt sehe ich, wo ich hier Material drauf machen muss. War jetzt hier eher ein bisschen großzügig, aber lieber zu viel als zu wenig. Das heißt, der Rahmen kann wieder rein. Und dann kann ich eigentlich sagen, er soll weitermachen. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you want a man who fully understands? So, jetzt kommt wieder eine Sektion, wo er markieren würde. Und ich kann hier eigentlich auch schon sagen, starte gleich mal. Weil ich eben denselben Faden verwende. Ihr könntet da eben das Garn wechseln. Dann weiß ich, dass jetzt hier drauf ein weißes Vlies drauf kommt. Gucken, wo mein Faden ist. Jetzt nehme ich ein Stück, was passend ist, von der Größe her. Und das werde ich dann einfach versuchen runter zu halten, weil das klebt jetzt natürlich nirgendwo. Ich könnte das auch mit Sprühkleber, aber ich denke, das wird funktionieren. Einfach auf die Finger aufpassen. Jetzt kann ich den Rahmen wieder rausnehmen und dann kann ich das ringsherum mit der Applikationsschere abschneiden. Ich habe das versucht, so schön wie möglich zu machen. Dann können wir das Ganze auch schon wieder einspannen, respektive, wenn ich den Rahmen gerade draußen habe, da wir jetzt mit den, es kommen die Augen und die ganzen Sachen mit schwarz und deshalb mache ich hier Avalon-Folie drauf, damit mir der Faden nicht ins Vlies eintaucht. Die Folie habe ich auch kurz ein bisschen festgemacht, einfach damit ich damit nicht mit den Fingern in die Nähe komme. In der App habe ich gesehen, dass das nächste schwarz dran ist, deshalb habe ich den schwarzen Faden auch schon eingefädelt. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Kamera beschlossen hat zu stoppen, aber was ich gemacht habe, ist ganz einfach, dass ich den schwarzen Faden eingefädelt habe und den Rahmen drauf gemacht habe und jetzt macht er eben die schwarzen Konturen. And you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins. I'm my worst enemy, but I still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you want a man who fully understands? I say that it's hard. So, jetzt hat er gestoppt. Ich brauche noch nicht mal auf die App zu gucken, weil ich weiß, was es ist. Und zwar ist es der Unterfaden. Das heißt, ich muss jetzt den Rahmen rausnehmen. Und das Faden aufspulen zeige ich euch dann ganz am Schluss. Na, ihr seht, hier ist praktisch nichts mehr drauf. Das merkt ihr. Ich nehme jetzt die zweite Spule. Und dann kann ich euch dann ganz am Schluss zeigen, wie man den neu aufspult. Das Ganze hat er mir in der App auch gezeigt. Ich kann jetzt hier schließen machen, weil ich habe es schon ausgetauscht. Und jetzt bei den Stichen, kurz gucken, genau, gehe ich so ein paar Stiche zurück, einfach um sicher zu sein, dass das dann trotzdem funktioniert.
Dann kommen wir zum nächsten Faden, das wird weiß sein. Man gewöhnt sich echt ans Einfädeln, das geht mittlerweile ziemlich schnell. So, können wir hier weiterfahren. Dann kommen wir zu den Wangen, die sind rosa. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey. So, als nächstes kommt die Markierungsfarbe. Weil was wir jetzt machen, wir befestigen das Krönchen, respektive wir gucken zuerst, wo es befestigt werden wird. Jetzt, bevor ich das aber mache, nehme ich das Avalon weg. Kann man eigentlich auch relativ einfach wegnehmen. Und jetzt, wie gesagt, die Markierung für das Krönchen. Und das legt ihr jetzt so hin, also wenn es dann aufgeklappt wird, wäre es so. Also so wie ihr es schlussendlich sehen wollt, legt ihr das runter und hier so, dass es auf der Naht liegt. Das heißt, dass es auf jeden Fall eingefasst wird. Dann nehme ich den Rahmen nochmal raus. Weil was ich jetzt machen muss, ist quasi die zweite Lage vom Vlies drauf machen. Und zwar macht ihr das so drauf, dass quasi euch die unschöne Seite anguckt. Also die schöne Seite liegt jetzt nach innen. Ich habe es versucht ein bisschen mit Malerkrepp festzumachen. Mal gucken, ich werde das sicher so ein bisschen halten müssen. Und wenn das, also ihr könnt ja immer zwischendurch wieder stoppen und das so ein bisschen zurechtziehen, also von dem her einfach schön langsam. Ich habe jetzt gemerkt, dass es hier anfängt, sich so ein bisschen zu verheddern und deshalb habe ich einfach gestoppt. Und hier unten lässt er euch jetzt quasi eine Wendeöffnung. Das war es eigentlich auch schon. So sieht das Ganze im Rahmen aus. Aber ich muss jetzt dringend um das Motiv herum mit einem Zentimeter das ausschneiden. Und hier unten bei der Wendeöffnung lasse ich immer so ein bisschen mehr stehen noch, damit es ein bisschen einfacher geht. Weil das werden wir dann von Hand vernähen. Und dann könnt ihr bei den Rundungen so kleine Schnipse reinmachen, natürlich nicht in die Naht rein, aber ihr könnt das Ganze nachher wesentlich besser ausformen, wenn das so eine kleine Kerbe drin hat. So sieht das bei mir aus und jetzt kann ich das vorsichtig über die Wendeöffnung wenden. Ich habe das Ganze mit einem Kinastäbchen noch ein bisschen ausgearbeitet und jetzt kann ich das stopfen und unten mein Tüchlein ran machen, was die Idee dabei war. Das ist dann meine Idee, so ein, ich weiß es echt nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Bei uns in der Schweiz ist das es Noscheli. Also Kuscheltuch, keine Ahnung. Sowas kommt dann bei mir rein. Ich habe es jetzt noch nicht angenäht. Es ging ja mehr darum, euch die Stickdatei zu zeigen. Ich finde, es kommt natürlich noch schöner zur Geltung, wenn das ein bisschen größer ist. Aber ist schon richtig süß. Und das vierte Projekt ist der Emil. Das ist ganz einfach eine Applikationsdatei. Auch von Stickherz. Und wenn wir uns hier den Faden angucken, dann hat es wirklich... müsste man hier ziemlich oft Faden wechseln. Und deshalb mache ich das auch wieder so, dass ich weiß,
Denn, also schwarz ist hier und das, was vor dem Schwarzen ist, ist das hier. Das heißt, wenn diese Markierungen kommen, danach muss ich das Avalon drauf machen, damit die Gesichtszüge dann auch schön werden. Genau, und den Rest mache ich eigentlich alles mit demselben Faden. Ich habe den Rahmen schon vorbereitet. Ich habe unten drunter ein Ausreißvlies und dann das Filz oben drüber. Und so kann ich das jetzt auch schon einspannen. Das heißt, ich habe die ganze Datei übertragen. Den Rahmenabfahren mache ich nicht. Gut, erkläre ich euch das, weil ich habe es extra so gemacht, das Motiv soll hier unten sein. Deshalb gehe ich jetzt nochmal auf Abbrechen. Weil was ich hier machen muss, ist das ganze Motiv zu drehen. 90, 90, so dass das quasi auf dem Kopf steht. Jetzt wird es was. Im Testlauf habe ich, also den Rahmenabfahren habe ich nicht gemacht. Und was jetzt als erstes kommt, ist, dass er quasi mir wieder die Markierung machen wird. Dieses erste Stück wird die Schnauze. Und von dem her mache ich das hier einfach drauf und werde das so ein bisschen festhalten. So, jetzt muss ich das rausnehmen und das ringsherum abschneiden. Dann können wir das Ganze wieder einspannen. Das nächste ist ein kleines Öhrchen. Auch das müssen wir wieder ausschneiden. Dann können wir hier weiterfahren. Das war jetzt die Markierung für den ganzen Kopf. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? So, dann müssen wir auch das wieder ausschneiden. Dann sieht das Ganze so aus. Ich finde es so cool bei den Applikationsdateien, dann zu gucken, wie das Ganze zum Leben erweckt. Jetzt weiß ich, hier unten also als nächstes kommt eine Markierungsfarbe und deshalb weiß ich, dass hier unten, also die Arme oder die Tatzen kommen über die Tasche, die ich da noch anbringen will. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein Stück, was ich nachher noch zurechtschneiden werde. Aber das lege ich schon mal hier hin, damit die Tatzen dann drüber gehen. Dann kommt hier einer der Pfoten hin. Wir müssen auch das wieder abschneiden. Ich glaube, ich lag hier falsch. Ich habe mir die Datei zu wenig gut angeguckt, weil die eine Tatze guckt von unten hervor. Oder vielleicht doch noch nicht. Sorry. Ich stecke die Datei zum ersten Mal, aber jetzt wird mir ein brauner Faden angezeigt, kein Markierungsfaden. Deshalb gehe ich mal davon aus, das ist was anderes als die zweite Pfote. Ist mir tatsächlich der Oberfaden rausgerutscht und deshalb gehe ich da noch ein paar Stiche zurück. Hey, won't you come and say bye
chance, don't you want a man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. Jetzt kapier ich. Das hier war der Bauch. Jetzt kommen die Tatzen erst. Das heißt, bevor hier die Markierung jetzt gemacht wird, mache ich hier mein zusätzliches Filz drauf, was dann nachher die Tasche bilden wird. Das heißt, jetzt kommt die Tatze. Das heißt, auch diese Tatze muss ich ausschneiden. So, seht ihr, jetzt macht es Sinn. Und jetzt wird das hier drüben die zweite Tatze sein. Jetzt gucke ich einfach, dass das wirklich quasi angehalten wird und hoffentlich hier drüben auch festgehalten wird. So, dann kommt hier die zweite Tatze drauf. So, dann können wir auch das Patschehändchen ausschneiden. Und weiter geht's. So, das waren die ganzen kleinen Verzierungen. Und jetzt kommt eben das, dass die nächste Farbe schwarz ist. Und deshalb kommt hier auch noch das Avalon drauf. You're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins. I'm my worst enemy, but I still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? So, das war schwarz. Und dann gehen wir zu weiß rüber. So, das kleine Highlight in den Augen. Und jetzt gehen wir noch zu den Wangen, die in rosa sein werden. Won't you come and say by chance, don't you want a man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. Und das war's dann auch schon. Ja, und das ist dann die kleine Applikation auf der Geschenktüte. Und jetzt wollte ich euch ja noch zeigen, wie ihr den Bobbin, also den Unterfaden, die Spule wieder füllt. Nur damit ihr seht, wie viel da noch drauf war. Also hier hat er es gemerkt, dass zu wenig drauf ist. Von dem her ist da gar nicht mehr so viel Faden drauf. Und ich werde das jetzt so machen, dass ich hier einen schwarzen Bobbin drauf spule, weil ich habe noch eine weiße Spule, von dem her kommt jetzt schwarz drauf. Das heißt, wie immer, den Faden in die Richtung weglaufen lassen. Dann geht ihr hier unter dem Arm durch, unter der Platte durch, geht unter diesem kleinen Arm durch. Ich hoffe, ihr seht was. Dann um den Kreis, von dieser Seite her, um den Kreis herum, über diesen kleinen Metallärmchen drüber. Dann setzt ihr die Lehrerspule hier drauf. Dann geht ihr hier von hinten über die Spule und spult es so 5-mal. Müsst ihr natürlich genug Faden haben. 4,
5 Mal. Dann hat es hier vorne so einen Noppen, da spult ihr das drüber, zieht es nach unten weg, weil das ist ein Messer. Und so habt ihr den Rest des Fadens in der Hand. Und jetzt könnt ihr vorne auf den Start-Button drücken, respektive nee, zuerst das hier ran drücken und dann auf den Startknopf drücken. Und wenn ihr dann merkt, dass er langsamer wird, könnt ihr einfach auf Stopp drücken, das wieder nach vorne nehmen und den runternehmen. Und schon haben wir einen schön aufgespulten Bobbin oder Unterfaden. Und für mich jetzt eben diesmal in schwarz, weil ich den in weiß noch habe. So, ich habe jetzt versucht, euch so ein paar Sachen zu zeigen. Die ersten beiden Sachen waren nicht so gelungen. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Das war der Schriftzug. Man kann es erahnen, wenn man weiß, was da steht. Also ich fand die Idee hier, um den Kragen herum was zu machen, super. Finde ich immer noch super, aber nicht mit einer umgewandelten oder nachgezeichneten Schrift oder einem Spruch. Das funktioniert meines Erachtens noch zu wenig. Dito das Ganze hier mit dem Patch. Also man kann es erkennen, aber qualitativ für mich noch nicht so wirklich zufriedenstellend. Also ich denke, es hat durchaus einen Grund, warum man für Stickdateien doch einen guten Betrag bezahlt oder auch wenn man Dateien umwandeln lässt oder eben Dateien punchen lässt von jemandem, der wirklich eine Ahnung hat davon. Jo, genau. Für mich heißt es so ein bisschen, kurzfristig werde ich weiterhin gekaufte Dateien verwenden und wenn ich was haben will, spezifisch jetzt zum Beispiel mein Logo, das werde ich auf jeden Fall in Auftrag geben, dass mir das jemand puncht. Mittelfristig möchte ich schon gerne lernen. Ich weiß, das Programm ist extrem teuer und es hat durchaus eine Lernkurve drin. Aber ich möchte das wirklich lernen, weil ihr kennt mich. Ich habe halt einfach immer so individuelle Sachen, die ich schon gerne dann umwandeln möchte selber. Genau. Von dem her wisst ihr, was mein Plan ist. Aber für den Moment würde ich sagen, dieses Nachzeichnen in der App drinne stellt mich persönlich jetzt noch nicht so ganz zufrieden. Und es liegt wirklich nicht am Pulli. Ich habe zum Beispiel nachher hier unten noch so ein Beispiel gestickt und ihr seht, es ist wirklich super schön geworden, aber das ist halt einfach eine professionell aufbereitete Stickdatei. Ist halt so. Also hier durchaus ein Unterschied. Dann hier hatten wir diese kleine In the Hoop Datei. Das gibt für mich so eben ein Kuscheltuch, ein kleines, ich nenne es jetzt einfach mal so. Und ja, es lohnt sich wirklich am Anfang gut zu gucken, wie die Datei aufgebaut ist, damit man dann weiß, was wann kommt. Und ja, ihr seht in der App drin, welcher Faden kommt. Hier bei dem war es dann so ein bisschen die Schwierigkeit, weil ich die Markierungsfäden habe ich zwar in der App drin gelb gelassen, aber ich habe immer denselben Faden genommen, aber selbst so war das für mich teilweise so, also hier unten, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass der Bauch separat auch gestickt wird. Deshalb dachte ich hier schon, das ist eine Pfote, von dem her, ja, guckt euch die Datei wirklich genau an. Ich merke, ich habe immer noch Fäden, die hier rausstehen, die ich noch zurückschneiden muss. Jo. Und hier für mich die Größe ist so ein bisschen grenzwertig, aber das ist halt das, was in einem 10×10 Rahmen möglich ist. Genau das und jo, das hier wird dann eben noch so eine Geschenktüte, das finde ich schon super süß. Ist auch wirklich etwas von den Sachen, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, wenn ich eben dann endlich eine Stickmaschine habe, dass ich solche Applikationen machen kann. Es war heute tatsächlich die erste für mich. Habe schon gefühlte 1000-mal anderen dabei zugeguckt und ich finde es immer noch klasse. Also von dem her, das werde ich garantiert auch mehr machen. Jo, Fazit einmal von der App, da muss ich sagen, die hat noch Potenzial. Ja,
also die Dateien drin, das hat wirklich coole Dateien. Also dieses Skelett hier ist eine von der Dateien von der App. Ja, es hat auch Dateien drin, die mir gar nicht gefallen. Ist so das Nachzeichnen eigentlich für mich der Hauptgrund, warum ich das Abo haben wollte. Ist noch nicht so weit, aus meiner Sicht. Ja, da geht durchaus noch ein bisschen was. Und auch die App an und für sich, das gibt so Sachen, zum Beispiel eben, dass wenn ich das Tablet umdrehe, dass dann immer noch der Portrait Mode drin ist und das Ganze nicht auf Landscape geht. Oder dass ich nicht reinzoomen kann. Das sind so Sachen, sind noch nicht so optimal, gerade auch beim Handy, weil also diejenigen, die jetzt kein iPad haben und mit dem Handy arbeiten müssen, das ist ja wirklich ein kleiner Screen. Und wenn man da nicht reinzoomen kann anständig, dann wird das extrem schwierig. Und ja, auch gerade das Thema mit Handy. Ich habe schon die ersten Feedbacks und da bin ich völlig bei euch. Es will nicht jeder mit dem Handy arbeiten oder es hat eben auch nicht jeder ein iPad. Und ja, es wäre eigentlich wirklich cool, wenn geht ja nur zum Bedienen über Handy oder iPad, und wenn man dann schon so eine Stickmaschine kauft, dass man irgendeine Möglichkeit hat, das auch über den PC zu machen, finde ich, ist eigentlich so eine Grundvoraussetzung. Ja. Vielleicht kommt ja da noch was, ja. Aber für die jetzt eben nicht mit dem Handy arbeiten wollen oder mit dem iPad, eben hier, es funktioniert anders nicht. Also wenn ihr das nicht wollt, dann würde ich auf die Maschine vorerst mal verzichten. Weil ihr könnt sie nicht anders ansteuern. Genau, das so zur App, da bin ich so lala. Ich werde das Abo behalten, einfach aus dem Grund, weil ich durchaus viele Fragen immer wieder bekomme und ich möchte die gerne richtig beantworten können. Und das kann ich nicht, wenn ich dann nicht weiß, von was ihr sprecht. Von dem her werde ich für mich das Abo behalten, quasi für euch. Für mich jetzt müsste es nicht zwingend sein, weil eben ich kann 20 Dateien auch mit dem Gratis-Abo da speichern und ich habe euch auch gezeigt, wie einfach ihr dann eine Datei wieder rauslöschen könnt, wenn ihr sie nicht braucht und ja, beim nächsten Mal einfach wieder reinnehmen könnt. Das geht eigentlich. Also ich würde mal sagen, man kommt da gut durch ohne das Abo. Meine ehrliche Meinung. Und die Maschine selber, da muss ich schon sagen, das macht richtig Spaß. Also hier kurz mal, das hat 8 Minuten gedauert, kleines Skelett mit einem Herzchenaugen auf dem Pulli. Ich finde das so dermaßen cool und eben auch die Freiarm, dass es eine Freiarmmaschine ist, dass ich da ganz einfach etwas drüber stülpen kann und das besticken kann. Ich warte tatsächlich noch auf den 7x7 Rahmen, damit man dann hier zum Beispiel sowas finde ich auch ganz cool, wenn das bei den Ärmeln vorne ist und der 10x10 ist fast ein bisschen zu groß, das zieht es zu fest auseinander, da müsste ich die Naht auftrennen, will ich natürlich nicht. Von dem her warte ich da schon auf den 7x7 Rahmen. Hier bei solchen Sachen ist er halt, also ein 10x10er ist klein, ja. Ich habe den Vorteil, ich habe eben noch eine große Stickmaschine, von dem her würde ich solche Sachen dann eher größer machen auf der großen Stickmaschine. Aber wenn man jetzt nur die hat, also ich finde es schon cool, was man damit schon alles machen kann. Ich hatte meinen Spaß dabei. Habe aber auch schon gehört, dass einige von euch keinen Spaß dabei hatten, weil eben etwas bei der Maschine kaputt war oder nicht funktioniert hat. Und ich habe mit Andrea vom Kreativchalet haben wir gesagt, wir sammeln diese Sachen und ja, hören da auch so ein bisschen genauer hin und werden dann zusammen ein Video machen, wo wir uns so typische Fehler angucken, damit die bei euch dann nicht passieren. Genau, das werden wir in einem Video machen. Das kommt dann aber erst, was war das? Irgendwas im Mai. Ich kann euch das genaue Datum noch nicht sagen, aber Andrea wird zu mir kommen und dann werden wir uns die ganze Sache angucken und dann werden wir euch das Video natürlich zur Verfügung stellen.
Ich hoffe, diese ersten 4 Videos waren hilfreich für euch, um mal so ein bisschen mit der Maschine zu starten oder für die, die sich die Maschine nicht gekauft haben und zuerst mal gucken wollten, was kann die überhaupt, dass ihr da so einen guten Einblick bekommen habt. Auch zum Thema, brauche ich App oder brauche ich App nicht. Jo, hoffe, dafür war es hilfreich und ja, dass euch die Videos gefallen haben, dass ihr Spaß dabei hattet und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I said